Hey, Tim und Steven. Nee, Timmy, es ist Wirklich schön. Nee, es ist wirklich schön mit dir auf dem Feld. Liebe ich. Nee, das ist schön. Who is the star right now? Ja. You. Aber ganz klar, also Emotionen erlauben nicht alles. Richtig. Muss ja mal im Zweikampf sein. Lauf mal, Ehebrecht! Alter! No, come on, that's Floorball, no! Er meinte, er hatte jetzt einen Timeout. Dann gehe ich halt nach dem Timeout nochmal zu. Nein, ich hab's ihm noch. Ja, aber er wollte dir nicht zuhören, weil er Timeout hat. Ja, der geht mir tierisch auf den Ich weiß, mir auch. Olli ist auch 33. Siehst du, so musst du mit mir reden. Da siehst du, aber Olli bringt noch mehr Leistung als du. Du darfst mich übrigens auch zu Wort kommen lassen, du musst nicht alles erzählen. Nicht aus Böswilligkeit machen, weil das wird uns halt häufig unterstellt, dass wir ein persönliches Problem. Wie seid ihr ursprünglich zum Schiedsrichter-Dasein gekommen? Erzählt mal ein bisschen was über euren Werdegang. Fang du mal an, Alter vor Schönheit. Also ich glaube, die ehrlichste Antwort ist, dass ich zum Spielen zu schlecht war. Und die Frage war, ja, also du kannst ein bisschen bei uns mitspielen, aber wir bräuchten noch ein bisschen mehr Engagement. Und ja, dann habe ich das Streichholz gezogen und habe damals das Kontingent erfüllt für Magdeburg. Die haben damals noch in der 2. Bundesliga gespielt. Und Steven? yes, Ich hab's dabei. Hast schon gedacht? ich hätte, das wäre das zweite Eis gewesen. Nein, wär's nicht. Einmal seine Hose vergessen ist okay. Nein. Ich gehe noch mal kurz raus, Warm machen. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich das schon. Natürlich trotzdem scheiße. Was ist der Weg? Du hast da 3 jetzt. Dann hatten wir, das weiß ich nicht, das war krass. Wir haben damals nur eine halbe Saison, glaube ich, haben wir ein bisschen Regionalliga gepfiffen, Benny und ich. Und dann hatten wir direkt das absolute Knallerspiel, Landsberg gegen TU Dresden damals. Und das war kurz nachdem in Leipzig eine rote Karte gegeben wurde. Und da war eine Stimmung. Da waren über 300 Menschen in der Halle. Das war so scheiße voll. Und irgendwie war das einfach, daran bin ich einfach hängen geblieben. Das fand ich geil. In welchem Jahr war das? Ach, eine richtig gute Frage. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall, ich glaube, ich bin jetzt im 9. Jahr Bundesliga. Also es müsste dann auch vor 9 Jahren gewesen sein. Ich hatte vor 2012 war das gewesen, da habe ich U15 noch gespielt. Und da haben wir in Schkeuditz gespielt, in dieser richtigen Kackturnhalle, wo die Zuschauer hinter so einer Glaswand sitzen. Und da hat ein Schiedsrichter gepfiffen, der in einer Art und Weise so übelst arrogant gewesen ist, also so richtig krass. Also ähnlich wie wir, nur dass wir es versuchen, ein bisschen mit Humor zu überdecken. Nee, aber der hatte dann eine Strafe gegen mich gegeben. Das war die einzige Strafe, die ich in meiner ganzen Spielzeit gekriegt habe in der Jugend. Und mit der war ich so absolut nicht einverstanden gewesen, dass ich dann gesagt habe, das machst du besser. Und dann kam halt auch noch irgendwann dazu, halt wie bei Steven, zum Spielen zu schlecht, um dann halt in der ersten Mannschaft mit anzugreifen, also sprich in der 2. Bundesliga bei Halle. Und ich wollte aber immer schon damit auf dem Feld oder diese Atmosphäre mitkriegen dann. Also das hat sich dann so reingesteigert dann beim Pfeifen. Das hatte ein gutes Händchen irgendwie dafür. Wenn du dann Regionalliga oder Verbandsliga und Co. gepfiffen hast, waren die Teams auch immer ganz froh gewesen. Hast du immer wieder zu hören gekriegt, na endlich mal vernünftige Schiedsrichter. Und wenn du dann halt so ein Lob relativ häufig bekommst, ja, es ist Verbandsliga. Das macht ein bisschen süchtig. Ja. Und wenn du dann halt dann irgendwann, mein erstes Bundesligaspiel war 2015 in Kaufering. Kaufering gegen Weißenfels. Das war vor 550 Leuten in Kaufering. Ich bin dort eingelaufen mit Stefan Luther damals. Ich hatte übelste Gänsehaut. Und wenn du dann halt so eine Atmosphäre hast und dann mitkriegst, das kannst du dauerhaft haben, wenn du hier aktiv bist und gut wirst oder zumindest ein gewisses Level erreichen willst, ja, dann, ja, so bin ich dann dabei geblieben. Und das ist echt ein guter Punkt, ne? Weil als
also dieses Gefühl, mal erste Bundesliga zu spielen, hatte ich nie. Aber ich habe Ja. immer gesagt, ich möchte da mal auf der Platte Ja. stehen. Und das war, ja, das stimmt, das war echt eine gute Motivation. Ja. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe in meinem ganzen Leben, 2 Zeitstrafen gekriegt. Die hast beide du mir gegeben. Ja. Das war mein Zeichen. Ja. Spiel lieber nicht. Und du weißt noch, du hast mich dann angeschaut und hast bloß gemeint so, Steven, also in den ersten hatte ich so frei, aber wie kannst du dich so dumm anstellen? Rodeln hatten wir noch gar nicht das Wochenende, ne? Ja, noch nicht. Weil die Trainerin. Let's try it. Much better. So this is how you do it in Germany. Yeah, Okay, good. that's German way. We don't need showers. Wie seid ihr zueinander gefunden als Schiedsrichterpaar? Wie war euer Anbeginn? Also, ich habe das Gefühl, dass Steven in so einem Dreier-, Vierer-Gespann da in Magdeburg häufig unterwegs gewesen ist. Ja. Und ihm relativ schnell klar geworden ist, dass es für zweite Bundesliga, wie er schon sagte am Anfang, nicht so wirklich gereicht hat und die anderen Schiedsrichterpartner von ihm aber da gespielt haben. Und ja, mit Stefan Luther, das war halt nicht das, was ich am Ende erreichen will. Also ich habe dann zwischendurch noch mit Dave Lachnit gepfiffen, der mich sehr geprägt hat in dem, wie ich auftrete und wie ich pfeife, auch von der Art und Weise halt mit der Pfeife umzugehen. Und ja, Steven und ich, wir sind einfach beide genauso doof und erzählen uns genau dieselben dummen Witze auf dem Feld und auch neben dem Feld. Und irgendwann hat das so connected. Na und was dann, glaube ich, das war für Benny war das total blöd, aber was dann der glückliche Umstand für uns beide war, ist, dass Benny sich dann zweite Bundesliga mit dem Kreuzband verletzt hat und dann erstmal raus war. So, und dann haben wir irgendwie Ersatz gebraucht. Es waren ein Haufen Spiele da, wir hatten kaum Schiedsrichter. Und dann haben Timmy und ich eigentlich angefangen, so ein bisschen zueinander zu gewinnen. Genau. Und dann ist das nochmal gebrochen, weil Benny dann angemeldet hat, dass Benny Stevens Schiedsrichterpartner ist, was auch vollkommen okay ist. Genau. Und zu dem Zeitpunkt, ich wollte weiterkommen. Ich wollte auch zu dem Zeitpunkt schon Richtung IFF schielen und in Richtung Top-Paar. Und da habe ich mit Tobi Köster, der hat damals aufgehört zu spielen. Das war so seine letzte Saison. Und da haben wir schon so ein bisschen connected. Und Tobi sagt dann so, ja, ich will auch ein bisschen höher kommen. Und dann sind wir zueinander gefunden. Steven hat sich auch zu seinem Partner bekannt, was auch, wie gesagt, vollkommen okay war. Dann ist das mit Tobi irgendwann so ein bisschen in die Brüche gegangen. Sicherlich auch mit ein bisschen meine Schuld. Und Benny hatte dann angemeldet gehabt, dass er nicht mehr pfeifen wird. Ja. Weil ihm der Umgang von Spielern zu Schiedsrichtern einfach nicht in den Kram passt, was auch teilweise vollkommen verständlich ist. Ich meine, das dürfen wir uns ja auch das ein oder andere Mal anhören. Und dann war quasi der Weg frei für uns beide. Jetzt siehst du vernünftig aus. Fehlt nur noch deine Uhr. So, und jetzt? Jetzt haben wir noch Zeit. 2 Songs? Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Wir haben es 41.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy O'Day. When the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, when a man come to bring us sugar and tea and rum. When a man come to bring us sugar and tea and rum. Wenn du in die Ecke gehst, Ja. also wenn du von der einen Ecke stehst, in der einen Ecke stehst, dann gehst du sehr, sehr weit nach außen und du brauchst relativ lange, um wieder rüber zu kommen. Dass wir von hier, Ja. gefühlt stehen wir zu weit außen, beide. Ja. Dass wir hier weiter in Richtung Tor stehen. Gefühlt. Ist mir bei den Jungs auch aufgefallen. Ja. Vielleicht habe ich mir da abgeguckt. Was, musst du sitzen? Der war schon kaputt. Michal heißt er übrigens. Michal. Ja, der Trainer. Ja, ja. Red. Perfekt. Na, können wir doch blau anziehen. White against red. Ja. Hätten wir auch schwarz anziehen können. Aber das ist bestimmt noch genauso nass wie dein anderes. Du mich auch. Klaut er mir das Tor. Ich werde auf gar keinen Fall die Bälle runterschmeißen. Auf gar keinen Fall. Nachher verletze ich mich noch dabei. Hier hat einer gekleckert. Nein, räumt die Bälle nicht weg, Steven. Wenn du dich da hinpackst, krieg ich nice. Lisa, können wir die Banden noch mal gerade stellen lassen ringsrum? Ja, Das klar. wäre ganz nett. Das hast du vorhin schon angemerkt. Ja. Ja? Ne, die stehen auch krumm und schief da hinten. Kann man nichts Das ist das dafür. Einzige, was er kann. Also. Ich habe ihm gerade eben noch eine Schnauze in den Gusche gesteckt. Ich sag dir so, wie ich für mich auf der Seite Bruder. Können wir bitte immer durchstehen? Ist das deine Schokoladenseite? Das ist meine Schokolade. Wo ist dein Nutella? Hat Paul nicht gesagt, der macht nachher Stopp. Hat er gesagt. Er wollte eigentlich schon vor 2 Spielen weg. Er macht das für uns. Naja. Jetzt wird es gleich dunkel hier drin, oder? Also richtig dunkel. Geil. Ich sag dir so, wie ich wenn Abi da steht, das macht mich ein bisschen nervös. Mhm. Eigentlich hört er uns. Guck mal, er hat sich die Socken gewechselt. Willst du gleich wieder drauf ansprechen? Change your shot. Ich glaube, der wirkt wie ein Freak. Wenn er mich das erste Mal anschreit, kann Ari das in die Story mit einbauen. Wenn der nächste Schläger bricht, meinst du? Und los. Das war einfach Kunden. Now, we ask if you're able to, please rise for the national anthems, first starting with Poland. Ja. Und seit wie vielen Jahren ist es jetzt so? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Zweite Saison, ne? Also es ist offiziell, also ich glaube, das muss man so ein bisschen Ja. unterscheiden zwischen offizieller Saison und
dem, wie oft wir so zusammengepfiffen haben. Also eigentlich so richtig zusammenpfeifen tun wir mindestens seit 5 Jahren oder so. Seit 2017. Ja, Seitdem wir in der ASK waren. Genau, also eigentlich haben wir immer zusammen irgendwie was gemacht seit der RSK-Zeit. Ich glaube, das ist vor allen Dingen dahingehend, Tim hat es gerade schon gesagt, ne, darin bedingt, dass wir ein bisschen blöd sind. Also wenn irgendwo Spiele, gerade in der RSK-Zeit, ne, dann hast du irgendwie Freitagabend einen Anruf gekriegt, oh scheiße, hier Schiedsrichter krank und das nächste Paar, was dann frei war, waren wir. So, und dann fährst du halt Freitagabend eigentlich, ja, du bist noch unterwegs, entscheidest dich dann, okay, fährst morgen früh irgendwann um 8 in Magdeburg los, holst dann um 9 Tim in Halle ab. Und Damit du 16 Uhr in Kaufring anpfeifen kannst. Und dann kannst. kannst du um 16 Uhr in Kaufring anpfeifen. Und natürlich, wie soll das anders sein, dann fährst du halt nachts noch zurück, weil du Montag wieder arbeiten musst. Ja. Genau. 1200 Kilometer. Und das ist echt, also ich glaube, da findest du nicht viele, die so blöde sind, das mitzumachen. Regelmäßig mitzumachen. Und dann muss man, also es gab Saisons, da sind wir in einer Saison in Summe 9-mal entweder nach München oder nach Kaufering gefahren. Und wenn du solche Trips machst, und das natürlich nicht nur in den Süden, sondern auch nach Westen, auch nach Norden, Ausland, haben wir nicht nur ein paar Mal gemacht, da musst du eine gewisse Leidenschaft für haben. Und vor allem schweißt es auch mega zusammen. Also genau. Das ist erstaunlich und das ist wirklich teilweise ein bisschen gruselig, wie oft wir wirklich über das Gleiche nachdenken oder dann in dem Moment auch das Gleiche sagen. Das ist also, wir gucken uns an und in dem Moment, zack, verhext. Ja. Das ist wirklich gut. Und Tim, dieses von dir beschriebene Dopamingefühl bei deinem ersten Bundesligaspiel, empfindest du das heute noch, wenn du in Spiel 5 in einem Finale reingehst? Jedes Spiel. Jedes Spiel. Immer also jedes Spiel beim Einlauf, wenn ich sehe, die Teams sind absolut heiß, da geht es richtig um was. Ich meine, jedes Team will am Ende gewinnen. Wir wissen teilweise, klar, es gibt Spieler, die spielen sehr, sehr dreckig. Und das ist halt so unser Ding, diese Spieler uns rauszukristallisieren und versuchen, zu denen aber einen besonders guten Draht irgendwie hinzukriegen. Es klappt nicht immer, aber wenn du die dann halt auf eine entspannte, witzige Art und Weise so ein bisschen eincatcht, dann haben wir so das Gefühl, dass wir ja, da ankommen. Und das ist so dieses, wenn das klappt, das löst richtig Glücksgefühle auch aus. Ja, und ich glaube, eines der, ich würde jetzt mal sagen, so Talente, die wir so ein bisschen haben, ist, dass wir es generell häufig, das gelingt uns leider nicht immer, klar, aber dass wir es häufig hinkriegen, so ein Spiel auf so einer Schneide zu halten, so auf Messerschneide und dann zu merken, dass das, was du an Input in die Spiele reingibst, dass das auch bei den Spielenden auf dem Feld ankommt. Und wenn du dann das Feedback danach kriegst, dass du sagst, boah, das war hart, das war immer an der Grenze, aber ihr habt es immer geschafft, das Spiel zu halten, das ist ein ganz aufregendes Gefühl zu merken, dass das dann umgesetzt wird. Und das ist, also mir macht das richtig dolle viel Spaß. Die Bande ist ganz schön hoch, Steven. Ich brauche wirklich bald so einen Tritt für dich. Ich bewege doch eigentlich schon. Ey, Nur weil du einmal gefilmt wirst? das hat ja mit Film nichts zu tun, ich bin aufgeregt. Na, weil du gefilmt wirst. Weil ich filme werde. Also vom Bande gerade machen, naja, sieht aus wie so ein Ei. Warum war jetzt vom Curling Kanada, weil der Ball bis zur Mitte gerollt? Hi. Enjoy the game. Okay, Poland is guest. They can set first. You can set first. Hey, we have the same flag, so. Yeah, but if you want to change it? Okay, then let's start. Ich wollte gerade Laufen anmachen, aber ich habe keinen Akku mehr. Ich habe nur noch 10%. Ja, habe ich. Alles gut. Alles gut. Hast du? Ja, ja. Nehme ich. Ja, ja, ja. Ja, die 30 ohne.
Nur quer, ja. Machst du gleich den Bulli? Kann jemand die Musik ausmachen? Wie soll die Musik ausmachen? Geht doch. Easy, noch nie, gut! Doch, schießen an. Es gibt Eis. Ball! Bin da. Ja, ja. Das war genau in der Schnittstelle. Okay, dein Slot, ja. Ja, ja. Ja, richtig, die hat Zeit. Noch deine, noch deine. Ja, ja. Hab ich. Alles gut, die bleibt noch stehen. Ja, Ball! Easy! Easy! Okay, gone! Alles gut, Stock steht. Easy, no stick. Gut, gone. Hast du? Hast du das Bein auf? Steven, bleib. Ich geh runter, ich geh runter, ich geh runter, ich geh runter, ich geh runter. Ja, du hast noch mehrmals gepfiffen. Also alles gut, pfeifern. Hab ich. Okay. Easy, easy. Okay, stay fair play! Vorteil war da, haben sie genutzt. Spaß. Aber sicherlich, also in so Alltagsligaspiele geht man sicherlich entspannter rein als in den Spiel 5 oder generell auch in den Spiel 1 von einem Playoff- oder Playdown-Spiel. Aber also trotzdem, also so Dopamin ist da schon trotzdem da. Also es ist trotzdem so ein Gänsehautmoment, wenn die Teams da reinkommen und dann ist da richtig Stimmung in der Halle. Das nimmt einen schon mit. Ja, und was man auch dazu sagen muss, jedes Spiel hat irgendwie Highlights. Ja. Also das ist Nicht nur negative, auch positive. Genau, du hast, aber auch negative, ne? Ja. nimmst du dann mit, aber du hast immer eigentlich so in jedem Spiel, dass du so denkst, ah krass, das ist mal eine neue Halle, dann hast du gerade zu Saisonbeginn hast du überhaupt neue Spielcharaktere auf dem Feld. Du hast dann auch einfach so Kuriositäten, wo du dir denkst, okay, du machst den ganzen Quatsch ja jetzt schon ganz schön lange und dann weiß ich nicht, dann hast du irgendwie eine komische Verletzung auf dem Feld, wo du sagst, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Oder dann hast du. Oder eine richtig lustige Szene. Ja. Also, wenn ich mich daran erinnere, kannst du dich noch an Mr. Stockschlag erinnern? Ja. Aus dem U17-Testspiel. War so witzig gewesen, U17-Testspiel in Deutschland gegen Niederlande. Und da ein Spieler von Deutschland, der holt wirklich, also so ein Bilderbuch-Stockschlag, der hat sich angekündigt, da konntest du schon gar nicht mehr proaktiv arbeiten. Der knallt da rein, dabei geht sein Schläger kaputt und er versteht nicht, wieso er noch eine Strafe dafür bekommt. Da fangen wir dann so an zu lachen, wirklich, weil wir uns denken, oh Gott, was ist das denn jetzt gewesen? Dass du dann erst mal wieder zu dir finden musst, dass du auch noch pfeifen musst in dem Moment. Ich glaube, eine der schönsten Situationen ist, wenn die Jungs und Mädels auf dem Feld was falsch machen. Und dann einfach so instant abdrehen und schon zur Strafbank gehen, du hast noch gar nicht gepfiffen. Ja, das sind schon echt schöne Szenen. Easy, no knee, okay, gone! Ja. Muss ja aber im Zweikampf sein. Lauf mal, Ehebrecht. Alter! Schön. Hast du gesehen, ja? Hast du auch die Vorlage? Stark. Die Vorlage? Ja, ich mach das. Aber ich denke, du hast den. Who scored? Who was assist? Your assist, right? 44 and 27. Thank you. 44 Vorlage, 27 das Tor. Und was man auch sagen muss, ich glaube, was ein großer Motivator ist, ist Dankbarkeit auf dem Feld. Auf jeden Fall. Das ist sicherlich eine Sache, die man auch, also wir kriegen leider, muss man ehrlicherweise sagen, nicht viel Positives, aber wenn du dich wirklich mit den Leuten unterhältst und wenn du Feedback kriegst, und ich rede nicht von positivem Feedback, sondern ich rede auch davon, dass Leute sagen so, hey, wieso habt ihr das in der und der Szene so gepfiffen? So andere SchiedsrichterInnen machen das nicht. Wir sind in der Situation, dass wir im Ausland unterwegs sind, da wird es nicht gepfiffen. Aber wenn wir auf eine Diskussionsgrundlage auf Augenhöhe geraten und du gehst dann hinterher mit dem Gefühl raus, geil, die haben uns verstanden oder wir können ja auch was daraus lernen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das sind auch coole Momente. Ja. Ja, alles gut. Die vertändelt, alles gut.
Geht auch direkt zum Stock. Ja, alles gut, die geht direkt. Easy, easy, okay, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Play on. Good, then you can play. Ja, sie drückt ihn über die Bande. Irgendwann ist das Spielfeld zu Ende, da fällt es halt. Was soll ich da machen? Oh, weiter, die bleibt einfach hängen, die bleibt einfach hängen. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Easy from behind, gut! Da war kein Stock. Das war alles cool. Er zeigt auf sein Ohr wie Luca Toni. Ja, sorry, nur weil es sich anhört wie ein Stockschlag, ist es keiner. Easy play! Watch out, don't take your knee, please. Okay. Ja, ja. Slot ist ruhig. Nix, alles gut im Slot. Alles okay. Hab ich. Ball, gut. Go on. Okay, play on, that's okay. Good job, go on, come on, it's time to play. Wenn sie es langsam macht. Das ist eine Fechte gerade gewesen. Ungefähr so spielst du Floor bei Steven, wenn das Gefechte wird. Schöner Querpass. Hast du? Jo. Alles gut, easy. Schön. Easy. Easy in the corner, easy. Okay, no knees, not between the legs. Not between the legs, please. Geht nicht mit. Jetzt gehe ich. Ja, alles gut, kommt ihr zu mir. Habe ich gelesen. Steven der Goalie. Was? Okay. 1/3, 2-0. Oh, kann man einen Goalie ziehen. Nix. Der AFK wird jetzt auch sein Tor überziehen. Weg, keiner dran. Da oben wird ein Field Goal angezeigt. Alles gut, Stock steht schon. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ich hoffe nicht. Easy, no stick, good and no knee, that's okay, good job, good job. Ja, da musst du trotzdem gucken. Wait a second. Wait. Für mich ist es eine 2 Minuten Zeitstrafe. Ja, okay. Die Torhüterin, weil es ist careless. Das ist keine Absicht, Ja. aber die überläuft sie. Ja, dann holen wir uns den Kapitän. Ja. Captain, for us we want to give a penalty against the goalkeeper. 2 minutes for careless physical play. Let me explain before you start, okay? Your goalkeeper has to watch out where the defending player or the offending player is coming, yeah? And he has no pressure to run without looking for everyone. Okay, that's careless, that's nothing more. Shit happens, but we have to give it a penalty, okay? If this is your final, it was absolutely not on purpose what she did. I know, the intention was not. Yes, but it's not But supposed it's to player to also watch around? Yeah, but it's definitely careless. Because she runs out. Yeah, but okay. She has to take the risk, She has- okay? If You can decide which player will sit down for the penalty, because it's only 2 minutes. Yeah. Okay? okay. Thank you. Please send us a player. So in the situation, they were exactly same at the same time. At the same time, it was not like that our player ran into each other, you know? It was exactly at the same time, so that doesn't mean that she's careless or she's less careless. They were both not looking. Okay. So, yeah. For us here- how this can be a penalty when it was both at the same time? You Because also wouldn't you're- do a penalty if two players hit it to each other without looking. It was exactly the same situation. So I just don't understand the penalty. I would the goal- understand if it is on purpose, but it was not. The goalkeeper is not under pressure. Yeah, that's the main reason. And he has the view for the whole field. That's the main reason. And how do you And she evaluate can't- the pressure? I mean, she was just running back to the bench. That's for us, like, it's not a pressure situation, I understand you, but I mean, Okay, then it's you only evaluated afterwards. That means none of you saw the situation. No, we talked about it. We talked about it in this situation where we come together. Yeah. Sorry. Okay. Steven? Muss ich auch wahrscheinlich definitiv einen Arzt angucken. Das heißt, entweder einer von euch ruft gleich den Rettungsdienst
dass die schon mal hierher fahren können. Okay, sagen wir Bescheid am Kampfgericht. Danke dir. Ich hole mir mal was zu trinken. Ja, danke. Also überwiegt für euch das Glücksgefühl, wenn ihr in die Situation hineingeht und ihr spürt nicht diesen öffentlichen Druck oder dass ihr so im Rampenlicht steht und ihr seht eher den positiven Outcome anstelle des Fehlerbegehens, was immer passiert. Fehler passieren ja jedem von uns auf dem Feld, auch als Spieler. Dementsprechend blendet ihr das komplett aus oder wie geht ihr damit um, mit diesem Druck? Druck, würde ich sagen, hast du in jedem Spiel, weil jeder Fehler wird kritisch beäugt von Spielern und von Zuschauern. Und Zuschauer übertragen sehr, sehr schnell Emotionen auf die Spieler, Trainer auch häufig. Und das erzeugt natürlich einen höheren Druck, weil du weißt, die nächste Fehlentscheidung, das bringt das Team oder die Spieler noch mehr gegen dich auf und das Trainerteam natürlich auch. Also der Druck ist auf jeden Fall immer da, egal ob das jetzt ein Playoff-Spiel ist oder nicht. Aber den muss man versuchen, den muss man aushalten können. Ja, ist es auch nicht. Das ist Shit Happens. Hast du das gesehen? Im Augenwinkel. Im Augenwinkel habe ich es gesehen. Aber das wollte ich nicht einfach vom Bauch heraus sofort entscheiden. Das möchte ich gerne mit dir vorher absprechen. Nein, aber das. Zumal wir sowieso unterbrechen. Ja, also. Weil ansonsten schaffst du es nicht, ein Playoff-Finalspiel zu überleben. Ist einfach so. Ich glaube, zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Art und Weise der Kommunikation, ich würde sagen, das wandelt sich. Also auf der einen Seite haben wir, glaube ich, als absolut auf der Habenseite zu betrachten, dass wir, und ich würde jetzt mal explizit uns als Paar nehmen, sehr von der Konstruktivität in vielen Situationen profitieren, aber dass es auch insgesamt deutlich rauerer Umgangston wird. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist wirklich für uns auch sehr zu spüren gewesen, dass wir leider, muss man sagen, auch schon auf Instagram oder auch vorher bei Facebook gab es das auch schon, wirklich einfach richtig unsachliche Nachrichten gekriegt haben, wo du denkst, ach, ey Leute, das Spiel ist jetzt 2 Tage vorbei, wie kann es dazu kommen? Dass wir da so viel Hass entgegengebracht kriegen, auch aus dem Betreuerteam dann da teilweise direkt nach dem Spiel konfrontiert werden mit Situationen, wo wir ehrlicherweise weder eine Videosituation hatten und da hilft es uns auch nicht, wenn der Trainer dann mit einem Videotablet kommt und sagt, hier, guckt es euch an. Das ist, glaube ich, etwas, was wir schon mit nach Hause nehmen und da gehört zur Wahrheit einfach mit dazu, dass für uns so ein Spiel, also nicht nach dem Spiel endet. Minuten. We continue with free hit in the corner. No, free hit, because it's a penalty. Oh, 36, 17. 17. Alles gut, Höhe passt. »44, Interference.« Mit dem Knie, ja? Was wäre das für ein Penalty-Shot gewesen, ey? Beweg dich, Ehebrecht. Go, 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 go! Go! Alles cool? Also das nehmen wir mit und das, was für die Spielenden in der Woche Trainingseinheiten sind, das machen wir am Computer, am Handy und gucken uns die Szenen an, machen da wirklich großen Aufwand in die Nachbereitung, auch im internationalen Austausch und holen uns da ganz viel Feedback. Und also das ist, glaube ich, das eine, was uns mitnehmen, dass wir überhaupt uns mit dem Spiel danach beschäftigen und wenn du dann dich mit so einer Unsachlichkeit beschäftigen musst, also mich lässt das nicht kalt, das kann ich echt definitiv. Sagen. Und ich glaube auch, was viele Spieler immer nicht verstehen, wir sind 60 Minuten direkt auf der Platte. Ja. Wir haben selten eine Situation, wo wir wirklich mal abschalten können. Ja, also Spieler sind 1,5 Minuten maximal auf dem Feld und gehen dann wechseln, haben dann vielleicht 2 oder 3 Turns, je nachdem, wie viele Reihen sie dabei haben oder wie viele Wechselspieler in den Reihen dann selbst nochmal unterwegs sind, haben dann nochmal Pause und können da wirklich kurz abschalten. Ja. Und das kannst du halt nicht. Ja, und natürlich machst du Fehlentscheidungen, die machst du immer und es gibt kein fehlerfreies Spiel.
Aber genauso machen halt auch Spieler Fehler und das halten wir denen halt auch nicht vor, dass sie Fehler machen. Und das ist halt sowas, das ist halt Wunschdenken, dass Spieler vielleicht mal oder auch Trainer auch mal verstehen, dass wir die Entscheidung, die wir falsch setzen, in deren Augen, dass wir die nicht aus Böswilligkeit machen. Weil das wird uns halt häufig unterstellt, dass wir ein persönliches Problem zu einem Spielproblem machen. Also wenn ich einem Spieler eine Strafe gebe, und da spreche ich auch für Steven, dann ist die Situation mit der Strafe anschließend abgehakt. Und danach kann man auch wieder mit dem Spieler ganz normal umgehen. Und das würden wir uns halt auch wünschen von Spielern. Absolut. 2, 1, Pause. Lass es, Steven, lass es, Steven. Lass er Luft holen. Wenn die Torhüterin hochkommt und dann da rausrennt, dann ist das nichts, was wir in irgendeiner Form... Mehr ist Dann nicht ist die drin. Torhüterin dafür verantwortlich, ja? Richtig. Lisa erkundigt sich zum Thema Formular. Sehr schön, danke. Und es würde uns natürlich auch interessieren, was mit der Spielerin ist. Die will jetzt bestimmt noch mal reden, aber wir jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, die Situation haben wir jetzt zweimal mit ihr besprochen. Ihr meintet, ein fehlerfreies Spiel gibt es nicht. Wie würdet ihr das Spiel heute aus eurer Perspektive bewerten? Also ich glaube, man muss dieses Spiel wirklich, also wir hatten drei Kippmomente, finde ich zumindest im Spiel, wo wir komplett unterschiedlich darauf reagiert haben. Also wenn ich dem Spiel eine Linie geben müsste, dann hatten wir ein relativ gutes Grundlevel. Dann kam es zu der absolut unschönen und Verletzung, die hat uns ein bisschen rausgeholt, weil es war wirklich eine lange Pause und du bist dann so ein bisschen mit dem Situationsmanagement beschäftigt und sollst dann aber relativ schnell wieder in den Fokus zurückkommen, ist zumindest für mich leider nicht hundertprozentig gelungen. Kracht die richtig weg. Ja. Aber die Torhüterin hat keinen Druck, da raus sprinten zu müssen. Die haben einen Ballbesitz, Ja, alles die hat ja cool. nicht geguckt. Die kann sich umgucken, ja. Ja, aber ich sehe Und damit trägt sie das Risiko. Ich sehe nicht, wo sie trifft. Das sehe ich auch nicht, wo sie trifft. Ich sehe nur das Resultat. Also, Ich habe halt Dass sie sich das Schiss, dass die irgendwie. Naja, aber ja. ich weiß wirklich nicht. Also ich gucke halt über die volle Distanz. Und du kannst es auch nicht Ich sehe es nur im Augenwinkel, weil der Ball gerade bei mir ist. Bin ich der Meinung, glaube ich, denke ich. Ja, der Ball, ja, aber da hinten ich gucke über 30 Meter. Hm? Ich weiß nicht, wie ich mich anders hinstellen kann, damit ich das sehe, weil da hinten ist kein Fokus von mir. Ich konzentriere mich auf das, was vor mir passiert. Ja. Ja, normalerweise ist da auch eigentlich nichts, was irgendwie was passieren kann. Wieso nehmen die Torhüterin raus? Bei 2-0 nach 8 Minuten. Also, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war der Fokus danach. ja, das war eine lange Unterbrechung. Genau, ja, aber wir haben danach fast 2 Minuten gebraucht, bis wir wieder da waren. Das Ja. fand ich nicht geil. Und sieh mal zu, dass der wieder im Fokus ist. Genau. Aber ich sage doch zu der Spielerin, es war eine Strafe gegen Slowakei, es gibt einen Freischlag für Polen, oder? Sag ich doch. Ja, wer sieht nicht, warum die sich so doof anstellen. Tim, gibst du mir bitte einen Ball? Nee, leg mal lieber unten hin. Oh, schießt die mich fast an. Alles gut, Freiball. Der ist gut, der steht, der Stopp. Alles gut, hab ich. No need! Come on, play on. Good job. War die letzte Aktion, ja, davor war es aber. Nicht schalt. Ja, du kannst dich auch immer ein bisschen bewegen. Ja. Ohne Vorlage für mich. Die vertändelt den Ball. Ich nehme die hier erstmal mit. Alles gut. Ich kann schielen. Freier Ball. Jawohl. Ich hab den. Hast du gut? Meiner.
Da gibt es keine zweite Meinung. Nee, alles gut. Please set your goal cage, okay? Thank you. Wir können starten. Yes. Ja. Ball! Wieder. Steht. Gut. Verkauft zwischen die Beine, ja? Gut. Oh. Das ist klassischer Enkelbreaker. Oh, schöner Schuss. 9 auf die 77 oder ist das eine 71? 77, 9. Tor, Polen, Spielerin Nummer 77, 9 der Assist. I'm not that innocent. Geil, kriegt Flo bei Deutschland auch mit, wie geil ich singen können. Das ist gut. Iggy in front of the goalie. Jo. Gut. No knee. Achtung, Winkel. Die kommt lang. Gut. Das war ein ganz sauberer Kontakt, ja? Sehr schön. Da kann man die sich vorher auch angucken. Ja, die gucken sich an und dann Goalie geht. Ich bin dabei. Ball ist gut. War nur der Ball. Meiner. Schön ausgenommen. Achtung, habe ich danach die Schiene habe ich. Jetzt gehen wir nochmal durch. Zahlenraum bis 5, müssen wir ja auch üben. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, passt. Ich gehe rein. Come on, play the ball. No knee. Good job. No knee. Come on, good job. Richtig, die hat aufgemacht dann, ja. Ich bin dahin, bin dabei. Gut, abgefälscht. Richtig. Und Tim, jetzt kommen wir zurück. Das war sauber. Sehr gut, schöne Kommunikation. Das ist meiner. Die schießt. Ich hätte geschossen, Entschuldigung. Der Goalie ist raus. Stopp. Ist gut. Auf den Winkel aufpassen. Oi, 71, 30. Hast du die? Ja? Okay. Du bist ein Streber, weißt du das? Das war's. Weißt du, nur weil Flo bei Deutschland mit Türken heißt das nicht, dass du mitmachen musst. Also, danke, Paul, du hast das sehr gut gemacht. Zum ersten Drittel eigentlich überlaufen. Das sah nur so aus. Okay. Ja, weil die hat in dem Moment noch ein Turbo gezogen. Da konnte ich nichts dafür. Weicht, drücke nach. Die drückt. Schulter, sehr gut. Mitte ist frei, da ist gar nichts. Schönes Drittel, das hat mir gefallen. Das war gut. Schön. In der Szene da, wo die Torhüterin getroffen wird, so schön, der geht in dem Moment, die nimmt sich sofort in den Auswurf, das war gut. Schade, dass sie das Tor da nicht macht. Ja, aber ich sag's immer wieder, Goalkeeper Assists, das sind Mythen, das gibt es einfach nicht. Blumsbergs wird das bestreiten. Ja, das ist ja auch bei jemand anders. Dem Drittel deutlich besser gefallen hat. Ich finde, die Übergaben, also das, was wir vorhin immer eine halbe Sekunde zu spät gemacht haben, dieses meiner, deiner. Ja. Also für meinen Geschmack war das jetzt deutlich besser jetzt. Ja. Aber am Ende ist es wieder ein bisschen eingeschlafen. Wenn die Szene bei dir irgendwie rumtrampelt, dann sag mir ruhig, dass du die Szene hast, weil wenn bei mir nichts los ist, gucke ich halt dummerweise mit dahin und dann will ich da mitentscheiden. Vielleicht hatte ich auch für eine Sekunde nur Augen für dich. Hast du das aber noch? Du denkst immer nur an die Kamera. Also ich finde, die sind deutlich ruhiger geworden. Hallo! Ich habe gerade mit der AFF gesprochen. Zweite Drittel war absolut top, also da bin ich wirklich mit zufrieden. Das war wieder ein absolut steigendes Ding.
Und dann wir haben eigentlich beide gemerkt, dass so die letzten 6 Minuten haben uns, fand ich, überhaupt nicht gefallen. Wir haben kommunikativ ein bisschen abgebaut. Wir haben Easy, aufpassen. Aufpassen. Schön auf Deutsch. Aber vielleicht versteht es. Ja. Ja. Bin drüben. Alles gut. Schön. Fallschutzraum. Danke. Oh, Goalie ist draußen fliegen. Nee, Goalie kommt. Kein Penalty, aber. Halten oder was? No goal! 6 das Tor, 24 glaube ich. 24 your assist, right? Thank you. 6 goal, 24. Wir haben uns kurz beraten, wir sind dagegen, das so einzutragen. Er hat das schon gesagt. Powerplay without a goalkeeper. Ja, gibt's nicht. Es gibt Powerplay und Empty Net in Kombination, aber Powerplay without Goalkeeper gibt's nicht. Ja, es ist ja Empty Net bei denen. Nee, Empty Net ist doch, wenn du ins leere Tor triffst. Es gibt Powerplay Empty Net, aber Powerplay without Goalkeeper hast du nicht. Ja, dann macht was er wollt. Wir haben doch Powerplay. Einschlag rot. Alles gut, die knallen beide rein. Alles gut, weg, keiner dran. Jetzt gehen wir zum Coach. Steven, oder geh runter zu der anderen Trainerin. Die Torhüter ist draußen, du wechselst dann bitte. Hast du gehört? Aber nicht. Bin hier. Easy. Easy, come up. No. Absolutely not. No. No, come on, that's floorball, no. Jetzt geh bitte zum Trainer. Wenn er noch eine Strafe anfangen will. Er meinte, er hatte jetzt einen Timeout. Dann gehe ich halt nach dem Timeout nochmal zu. Nein, ich hab's ihm doch gesagt. Ja, aber er wollte dir nicht zuhören, weil er Timeout hat. Ja, der geht mir tierisch auf den Ich Tisch. weiß, mir auch. Ich schnapp mir die Kapitäne nochmal. Sie soll es dem Trainer nochmal sagen. 7. Captain? Ja? Please give your coach an advice. If he starts protesting again, he will get a penalty for it. Look at the score, you don't need this penalty, okay, for protesting, yeah? Thank you. Schieß nicht, bitte nicht, danke. Machst du nicht. Ja. Die gewinnt 5-3 und der macht so ein Theater. Ja. Der tschechische Coach, also der slowakische Coach. Nee, polnische. Nein, Ach so. die haben verloren. Ach so, er meckert. Ja, der meckert mit seinem Team. Immer eine Sekunde zu lange gebraucht, um in die Situation reinzukommen. Und vor allen Dingen haben wir uns auch ein bisschen, ich sag mal, durch den Trainer mitnehmen lassen. Ja. Der Trainer von Polen, der ging uns halt wirklich ziemlich hart auf die Nüsse. Und also wir versuchen viel über Kommunikation. Ich bin einmal da, Steven ist einmal da, dann geht Steven nochmal hin, dann er schafft das immer noch nicht, sich zu raffen und dann gehen wir nochmal über den Kapitän und dann geht es nochmal weiter. Also die Konsequenz, die wir hätten ziehen müssen, das ist ganz klar, was wir aus der Schweiz auch mitgenommen haben und auch was wir auch von der IFF mitkriegen, ist dann halt die Konsequenz zu ziehen und die Strafe zu geben. Aber die Frage ist halt, und das ist halt wirklich was, wo wir dann mit der Kapitänin nochmal drüber gesprochen haben, ist das denn notwendig, 1,5 Minuten vor Schluss bei einem 2-Tore-Rückstand sich eine Strafe für so eine Dummheit einzuhandeln? Und da hoffen wir halt dann, dass ein Spieler oder auch Trainer, das trifft ja auch auf Spieler teilweise zu, dass sie dann selbst reflektieren und dann mal drüber nachdenken, ob sie darüber nicht das Spiel verlieren würden. Und um die Frage jetzt konkret zu beantworten, also wir sind zufrieden mit dem Spiel. Also das war ein gutes Spiel von uns. Wir haben eigentlich geschafft, die Momente, die wir von unserer Seite in das Spiel reingeben wollen, zu bringen. Aber ich glaube, eine der Eigenschaften, die wir leider haben, ist, dass wir selten zufrieden sind. Ja. Ich möchte gerne, wenn es möglich ist, nicht nochmal über dieses Ding da reden mit der Kapitänin, wenn sie hier ankommt. Das würde ich gerne unterbinden.
Wir können sie ja gerne auf morgen vertrösten, dass wir morgen wieder drüber sprechen Wir können. gucken uns beide nochmal das Video an und dann... Und wir klatschen mal mit. Slovakia, number 6. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Mal die Hände ein bisschen trocken machen. Thank you. I'm sorry, I was angry, but I didn't think you were consequent in the end of the third period. Okay. So that's Okay. why. Thank you for your feedback. Yeah. What kind of problem you have? The problem is when it's I think the 50-50 situation went to Slovakia and never to us. Okay. My That- feeling. that's not our intention. Probably colored. Thank you. That's not our intention, but thank you. Da kommt noch einer? Thank you. So, Feierabend haben wir leider noch nicht. nö. Aber ich freue mich auf die Bücher. Ja. Wo machen wir das Foto? Refusing to give me In the the- ball. in the corner, yes, like- refusing to give me the ball. So I thought it's 2 minutes for us, but I understand if you didn't think. Yeah. Not at this time at this game time. Okay, okay. Thanks for Okay. thanks for explanation. If you do this, you also get first a warning for this. Okay. So everyone has one of this type of free. Okay, because I thought that you gave her warning and she was still not giving me the ball, and I wanted to play fast. Okay, thank you. Ein bisschen mehr Einsatzbereitschaft von dir erwartet. Ja, ich hätte auch mich ein bisschen mehr bewegt. Ja. Wahrscheinlich bist du mehr gelaufen als du. Was sagt meine Uhr? Warte. Steven, deine Uhr sagt gar nichts, weil du sie mal wieder vergessen hast. Jetzt komm mir nicht bitte. Vergessen. Weil damit gibt es auch von dir Geschichten. Ich möchte an dieser Stelle sagen, Gehst du noch eins? ja, dass ich, ja, warte, dass ich mit den letzten 5 Minuten bin ich mit meinem persönlichen Handling gar nicht zufrieden. Also ich find's wirklich, ich weiß nicht wieso, aber die letzten 5 Minuten war ich, weiß ich nicht, schon in der Kabine oder so. Aber wir hatten von 11 Uhr bis 19 Uhr quasi dann Pause, beziehungsweise von 13 Uhr bis 19 Uhr. Ja schon, aber trotzdem, ich finde, wieso, das hatte ich in der Schweiz schon, ne? Und jetzt habe ich das, weiß ich nicht. Meinst du, das liegt am Alter? Ari, was sagst du? Wie alt ist Steven eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Über 40. 33. Das geht eigentlich. Wenn du überlegst, Olli ist auch 33. Siehst du, so musst du mit mir reden. Da siehst du, aber Olli bringt noch mehr Leistung als du. Ihr möchtet ruhig mal mehr laufen können, oder? Fürs Knie. Oh, hi! Ey, das Feedball nicht mit Der Trainer von den Polen, der ist mir auf die Lücke gegangen. Ich habe wirklich gedacht, im ersten Drittel, als er dich das erste Mal angemeldet hat, wegen dem ersten Stockschlag hier vorne, du ziehst Strafe. Habe ich wirklich in dem Moment gedacht. Und dann der hat dich so dumm angemacht. Und das hast du so. Und ich dachte, du ziehst die Strafe. Und vor dem Timeout, hätte- Timeout kommt sogar Ben noch so zu mir so, dann sagt er so, der frisst bestimmt gleich. Und dann gibt es ja die Ansage von dir und du gehst dann hier runter zu Tim und sagst so, guckt der mich noch einmal blöd an oder irgendwas, so, zieh dir die Strafe. Ich habe wirklich... Der war drüber. Ja, der war absolut drüber und das, was ich nicht verstehe, ist, ich sag's ihm einmal, ich sag's ihm zweites Mal, Tim geht nochmal hin und die Kapitän auch noch. Also rein von dem Liniensetting, wie wir die Saison fahren. Müssen wir die Strafe geben. Schmeißen wir den runter. Also zumindest, was Ich heißt kann runter? sagen, das 2 war ein Minuten. anderes schon für deutlich weniger. Das Ich sag heute mal keine Namen. Aber ich möchte Ja, aber wenn ein Spieler so auf einen zukommt, also... Ja, ich nenne keine Namen. Aber ich weiß nicht wie ihr das seht. Also ich hab so ein bisschen mit Gestik, hat man das von oben gesehen, dass er ein paar Mal gesagt hatte, so hier und Luca Toni Ruf. Also es hat noch einen Stockschlag gekommen. Ja, Aber erste Szene war das. Ich hab vor dich so richtig dumm angeguckt. Ich musste nicht hören, was er gesagt hat. Man konnte es schon sehen an seiner Mimik und Gestik, was der euch gerade gesagt hat. Ja, aber wir wollen doch positiver reden, Leute. Wie schön war es denn, dass ich ihn nicht zurück angeschrien habe. Das hast du wirklich gut gemacht, ja. Aber was du immer toll machst, machst du immer den Bügel. Ja. Na was denn? Was soll ich denn machen? Da guckt sie mich an, weil sie das Ding rausknallt, ich pfeife und dann will sie den Einschlag haben. Ich glaube, auch wenn das komplett anders aussieht, wir machen uns jede Entscheidung richtig dolle schwer. Und auch wenn das auf dem Feld überhaupt nicht so aussieht, dann
Müssen wir einfach der Ehrlichkeit halber sagen, dass der Hauptjob, den wir haben, der hat auch ein bisschen was, oder der hat ganz viel mit Sport zu tun in unserem Kopf, aber das ist ganz viel Schauspielerei, was wir da machen. Und das sieht alles immer total easy aus und wir sollen on point da sein, aber das, was du heute mal mitbekommen hast oder was die Menschen dann auch hinterher vielleicht auch auf dem Video sehen, ist die Kommunikation, die dahinter stattfindet. Und das ist, glaube ich, eine Sache, da sind wir uns in einigen Situationen auch nicht ganz einig. Ne? So. Und dann diskutieren wir das auch in kurzen Sätzen ab. Welche Aspekte des Schiri-Daseins haben euch im Leben abseits des Feldes vorangebracht? Also ich glaube, das ist, glaube ich, das größte Geschenk, dass die Schiedsrichterei eine Lehre fürs Leben ist. Also so plakativ das auch klingt, aber das ist einfach Wahnsinn, also es sind für mich 3 Kernaspekte, die da reinkommen. Das erste ist Körpersprache. Also du lernst innerhalb von wenigen Sekunden, von ganz kurzen Momenten Menschen ganz anders zu sehen. Das zweite ist Emotionskontrolle. Ich glaube, da hat Tim noch mehr Talent drin als ich. Aber du wirst einfach, das, was du zeigen willst und das, was in dir losgeht, das ist in der Regel wirklich komplett unterschiedlich. Und das dritte ist Entscheidungsgeschwindigkeit. Also wir haben einfach auf dem Feld wirklich eine Sekunde, um die Situation zu sehen. Dann schreien die Spieler schon. Dann stehen die in der Regel schon so da. Dann hast du eine Sekunde zum Pfeifen und wenn du Glück hast, hast du noch eine dritte Sekunde, um die Situation zu erklären und zu verkaufen. Und das ist eine Sache, die ich definitiv in meinem Berufsleben mitnehme. Absolut. Also gib mir ganz kurz Informationen und die Verarbeitung, dann geht das los. Punkt. Brauche ich nicht weiter ergänzen. Ich bin jetzt bei irgendwas um die 450 Spiele oder sowas, die ich gepfiffen habe seit 2012. Also das ist, da lernst du schon relativ viel. Und was ich von dir gelernt habe, ist Schlagfertigkeit. Ne? Also, das muss ich wirklich sagen. Also ich halte uns beide für halbwegs humorvolle Menschen, aber so in diesem dir kommt einfach jemand vorbei und dann drückst du dem nochmal so unterschwellig einen Spruch. Ne? Das ist eine Sache, die habe ich von dir gelernt, definitiv. 2 Jahre mindestens haben wir einen wahnsinnigen Support gekriegt aus Finnland. Und das ist nochmal eine ganz andere Motivation. Also wir machen ja nicht nur Schiedsrichterei, sondern wir sind ja parallel auch in der Schiedsrichterausbildung und in der Schiedsrichterbeobachtung. Und das, was großartig ist, also wir ziehen da unfassbar viel Energie draus, ist zu sehen, was passiert, wenn wir Zeit in die Leute investieren. Und wenn wir in die Situation kommen, dass die Leute Feedback von uns bekommen und dann in der Situation sind, dass sie das nicht nur einsetzen, sondern dass sie auch in die Situation kommen, dass wir schaffen, dass es ankommt. Was du dann für einen Entwicklungsschritt siehst, und da haben wir halt ein ganz gutes Beispiel, also ein Schiedsrichterpaar, Yannick und Ben, die es innerhalb von einer Saison schaffen, von 0,0 auf sie pfeifen Final Four. So, oder Damen-Playoff-Finale. Und das schaffst du halt nur mit einer übelsten Motivation, mit einer gewissen Disziplin und wirklich mit einer steilen Entwicklung. Und das ist schön, wenn du dann siehst, was du siehst, was du dann am Ende erntest. Ja, und im Umkehrschluss, und das ist ja das, was wir erfahren gerade, wenn dir andere Menschen diesen Zeitaufwand geben. Also wenn du in die Situation kommst, dass wir als die, sag ich mal, ein bisschen rückschrittlichen Deutschen, die dann probieren, Floorball zu spielen, dann in andere Länder kommen und du dann mit offenen Armen empfangen wirst. Das ist einfach ein großartiges Gefühl. Wir sind jetzt in der Schweiz hervorragend empfangen worden. Die haben richtig Aufwand in uns reingesteckt. Die haben für jeden Tag hatten die einen Observer vorbereitet. Die haben einen wahnsinnigen Aufwand in die Feedbacks gesteckt. Da nehmen wir natürlich auch ganz, ganz viel draus mit. Und wenn du merkst, dass dir dieser Zeitaufwand entgegengebracht wird, dann ist es auch schwer, dafür nicht dankbar zu sein und das dann auch wieder mitzunehmen. Ne? Ja. Eure Message an die ganzen heranwachsenden Referees und generell die Szene in Floorball Deutschland? Wir haben das beste Hobby, was man haben kann. Also ich kann das total verstehen, dass man ganz viel Kraft daraus zieht, ein Tor zu schießen oder als Torhüter oder Torhüterin geile Saves zu machen. Das
aus sportlicher Sicht absolut nachvollziehbar. Schiedsrichterei ist was du fürs Leben lernst, wo du mit Menschen, für Menschen eine Sportart entwickelst, wo du eine ganz andere Form hast von eine Sportart mitzugestalten. Ja? Wir leben das Regelwerk, so, wir machen die Regeln nicht, aber wir können sie interpretieren, wir können sie umsetzen. Du hast eine ganz tolle Feedback-Kultur, wenn du mit den richtigen Menschen unterwegs bist. Und das ist ein ganz toller Blick auf diese wundervolle Sportart. Und da kann ich wirklich nur sagen, wir haben leider zu wenig Menschen, weil das, was auf der Nicht-Haben-Seite steht, nämlich dieses häufige unkonstruktive Feedback, dieses teilweise unsachliche, was dahinter steckt, das ist ein Riesenthema, aber das ist nicht alles und es gibt so viel coolere Sachen als diese Form von Feedback-Kultur. Du darfst mich übrigens auch zu Wort kommen lassen, du musst nicht alles erzählen.